Herzlich willkommen bei meinem Malvideo. Und zwar diesmal malen wir ein Aquarell, eine Winterstimmung in den Tönen mit Lila und etwas Gelb-Orange. Hierfür habe ich mir eine leichte Skizze angelegt, vorher mit einem Graphitbleistift. In der Mitte befindet sich ein Fluss und auf der Seite ganz viel Schnee mit etwas Bäumen. Die Bäume habe ich noch nicht eingezeichnet. Ich arbeite mich, wie bei so vielen Aquarellen, von der Fläche zum Detail. Ihr seht schon, ich habe mit Orange-Gelb begonnen, ganz zügig habe ich den Himmel angelegt, dann mit etwas Violett den Himmel fertig gemalt und nun beginne ich mit dunklerem Violett den Vordergrund, also das Ufer des Bachbettes, leicht zu definieren. Und auch den Schnee male ich mit etwas Lila an. Die Stimmung ist dunkel, daher muss der Schnee nicht unbedingt strahlend weiß sein. Jetzt spare ich mit dem Pinsel die Sonne aus und tupfe es mit einem Tuch ab. Hier lege ich noch etwas Quinacridone Magenta drauf. Ich verwende Schminkefarben, Aquarellfarben und das Papier ist von Arches. 30 x 40 ist dieser Block. Wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich das Ganze einmal trocknen lassen und jetzt male ich weiter. Wenn man es trocknen lässt, hat es den Vorteil, man kann jetzt die Lasurschicht, die nächste, beruhigt drüber legen. Ihr seht, am Himmel arbeite ich noch etwas nach, der ist mir zu hell geworden. Nach dem Trocknen ist die Farbe immer etwas heller. Und da aber alles trocken ist, kann ich jetzt sehr schön eine Schicht drüber legen, ohne dass ich das untere verschmiere. Auch im Hintergrund, die Berge, male ich jetzt noch etwas dunkler. Ich mische Violett mit etwas Quinacridone Goldton. Und jetzt male ich noch etwas Schatten ins Wasser und versuche das Bild zu finalisieren. Zumindest einmal das Ufer mit dem Schnee, das sieht man jetzt schon schön langsam. Das Wasser kommt schon etwas hervor. Hier arbeite ich mit einem feinen Pinsel. Die erste Schicht habe ich mit einem ganz dicken Pinsel gemalt. Aber für Details verwende ich gern auch kleine und dünne Pinsel. Der Farbauftrag, den ihr jetzt seht, der ist etwas trocken. Nun sind schon die Bäume hier im Bild zu sehen. Und jetzt male ich noch weiter die Äste.
Immer feiner werden die Details, die Äste immer mehr. Ihr seht, dieses Bild erfordert schon einige Zeit, bis es fertig ist. Der Anfang geht sehr schnell, aber bis dann alles ausgearbeitet wird, dauert es eben. Ihr seht, ich habe bei dem rechten Baumstamm etwas weiß ausgespart. Da wird dann ein Ast hineingemalt und auf dem Ast befindet sich dann ein Schnee. Das werdet ihr dann gleich sehen. Hier male ich jetzt noch einen Baum. Ihr könnt mir jetzt zusehen, wie so ein Baum entsteht. Achtung, beim Baum immer unten etwas dicker und nach oben hin dünner werden. Für die Äste verwendet man auch sehr gerne Schlepperpinsel. Kann man schöne lange Äste malen. Nun lege ich auch ein paar Äste in einem helleren Ton an, die sind dann weiter weg und passen besser zu dem Hintergrund, zu dieser Abendstimmung. Und zwar ist das die Farbe Quinacridone Goldton. Ich verwende diese Farbe sehr gerne in meinen Bildern. Das ist ein angenehmer Orangeton, nicht so stechend und ist sehr harmonisch. Da der Farbton lasierend ist, kann man ihn auch getrost über einige Flächen drüber legen und es entsteht so eine nette, warme Stimmung. Ihr seht, auch hier lege ich noch eine Schicht mit dem Quinacridone Goldton über das Wasser. Jetzt noch mit etwas Ultramarinblau ganz leicht die Schatten des Schnees definieren. Auf der Seite kann es ruhig dunkler werden, damit steigere ich die Lichtstimmung in der Mitte. So, jetzt wende ich mich nochmals der Wasserspiegelung zu. Und zwar möchte ich vorne noch etwas dunkler werden auf der Seite. Das Ufer soll ein bisschen einen Schatten werfen. Auch hier verwende ich wieder das Quinacridone, den Quinacridone Goldton von Schminke Horadam. Und arbeite jetzt noch etwas an der Spiegelung.
Äste hier, ein paar Äste dort. Schön langsam wird das Bild fertig. Zumindest denke ich, dass ich fertig bin. Bei Details muss man dann irgendwann einmal aufhören, sonst wird das Bild zu Tode gemalt. Mein Ziel ist, eine gute Stimmung zu erreichen und ich bin sehr zufrieden mit dieser Stimmung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen. Bis zum nächsten Video. Ja, und über ein Like oder einen Kommentar würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen.